Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem PEW History Kanal. Und heute stellen wir euch die Uniform von Otto Degen aus Verstaubte Gesichter 11 vor. Aber bevor wir anfangen... Der Anlass für dieses Video ist ziemlich cool. Warum? Ich habe als Otto Degen gespielt. Die haben Teile von Otto Degens Squad aus der 11. Folge in Man of War 2 integriert. Und ja. Das ist schon ziemlich cool. Also vielen Dank an der Stelle an Man of War 2. Und wenn ihr Lust habt, Otto Degen zu spielen oder sein Squad, dann schaut mal bei Man of War 2 vorbei. Man of War 2 ist das ultimative Echtzeit-Taktikspiel im Zweiten Weltkrieg. Entwickelt vom ukrainischen Studio Best Way und veröffentlicht von Fulcrum Publishing. Das Spiel, das am 15. Mai 2024 für den PC veröffentlicht wurde, versetzt dich an die West- und Ostfront und lässt dich 3 spielbare Nationen erleben. Die Sowjets, Amerikaner und Deutschen. Jede Nation hat ihre eigene packende Kampagne. Zusätzlich gibt es 2 historische Kampagnen, eine dynamische Eroberungskampagne und den actiongeladenen Überfallmodus. Besonders genial, du kannst alle Singleplayer-Inhalte auch im Koop-Modus mit bis zu 5 Spielern erleben. Und jetzt kommt der Knaller. Das Spiel ist aktuell auf Steam rabattiert. Also, schlag zu. Okay, cool, aber können wir hier weitermachen? Ich habe uns die Uniform von Otto Degen mitgebracht aus dem Requisitenlager und das ist tatsächlich die Screen-Used Original Uniform. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen bei den Klamotten an. Ja, genau. Von oben nach unten. Ich hoffe, ihr habt die Folge gesehen und wenn nicht, dann holt es direkt nach dem Video nach. Wir fangen hier an bei der Feldmütze und die trägt er prominent in einer Szene, vor allem als er auf Patrouille ist mit seinen Jungs. Und zwar haben sie die Feldmütze auf, damit sie keine störenden Geräusche machen oder auch besser hören können, wie wenn sie den Stahlhelm aufhalten. Genau. Kannst du was zum Helm sagen? Es ist tatsächlich der Original Otto Degen Helm aus allen Folgen. Der erste Gegenstand, den ich überhaupt in dem Reenactment-Requisitenbereich erworben habe vor 2012. Vor 1000 Jahren. Ach du Scheiße. Und witzigerweise sieht man hier auch noch die Delle, die ich in den Helm reingeschlagen habe, als man sieht, wie ich in Folge 8 den Russen überwältige. Und dann Folge 7, Entschuldigung. Und halt immer wieder auf den Boden haue, weil da habe ich halt wirklich neben den Kopf von dem Darsteller mit dem Helm gehauen und dadurch ist halt die Delle da in den Helm reingekommen. Auch hier den Namen von Degen. Eigentlich super authentisch mittlerweile der Helm, oder? Ja. Weil den trägst du sozusagen seit Folge 1 bis 11. Immer denselben Helm. Genau. Ja. Außer Folge 8. Folge 8 liege ich nämlich im Krankenhaus, genau. Richtig. Und hier haben wir die Uniform, die Feldbluse und das Feldhemd. Die trägt er seit Folge 5 tatsächlich. Aber wir sehen sie erst ab Folge 7, weil er davor seinen Winterwendeanzug anhat. Ich fand Schlafanzug aus dem Take vorher besser. Schlafanzug. Nee, tatsächlich bei dieser... Wir haben den Rang von Otto Degen, den Unteroffizier. Dann ganz normal das Hoheitsabzeichen, den Adler mit Hakenkreuz. Und hier das Verwundetenabzeichen von Otto Degen. Silber, weil er ist ja auch Folge 1 und Folge 7 verletzt worden. Das ist das Panzervernichtungsabzeichen und ja, das ist ja irgendwie so offscreen erklärt worden von uns. Also man hat nie gesehen, dass Otto Degen wirklich einen Panzer abgeschossen hat. Ja, wenn ihr es sehen wollt, vielleicht drehen wir eines Tages mal ein Spin-off dazu. Also wenn ihr einen T34 in der Garage stehen habt, dann schreibt uns. Wir kommen vorbei. Das zur Jacke und wobei, eine Sache muss ich noch sagen. Jeder, der sich mit diesem Stoff, mit diesem Wollstoff der deutschen Uniform auskennt, der weiß, dass es wirklich kein angenehmes Tragen ist. Aber diese Uniform ist jetzt schon so eingetragen und so abgewetzt tatsächlich, dass sie einen richtig schönen Look hat, richtig schönen Look bekommen hat und tatsächlich auch einigermaßen bequem ist. Das ist bei neuen Sachen ja häufig so, dass man die erst bei Schuhen zum Beispiel einlaufen muss. Bei den Uniformen, die müssen halt auch eingetragen werden. Und dann würde ich noch gleich eine von den mitunter prominentesten Fragen beantworten wollen, und zwar, warum die Uniformen immer so sauber sind. Ja gut, das liegt daran, wir sehen es hier, sie werden schon dreckig tatsächlich, aber sobald wir Erde drauf haben, bröckelt die eigentlich einfach nur noch ab und wirklich dreckig werden sie nicht. Nicht so, wie man sich das im Allgemeinen vorstellt, ja, oder wie die
Leute, die uns das fragen, sich das vorstellen. Der Amante, könntest du das vielleicht mal ganz gut zeigen. Das blättert halt einfach ab, wenn es trocken ist. Und wenn man das vernünftig ausklopft, dann würde man den Mantel auch einigermaßen vernünftig sauber bekommen. Das ist der Grund, aus dem die Uniformen teilweise relativ sauber aussehen. Wir haben eine sehr leichte Ausrüstung. Ihr tragt keine Feldflaschen, aus dem Grund, dass ihr auf Patrouille halt keine Geräusche macht. Also wer diesen Poncho kennt in ausgeklappter Form, der weiß ja, man kann halt ein Zelt rausbauen und den Poncho an sich, dazu muss man den knöpfen. Das ist relativ mühselig, sage ich jetzt mal. Und dient dann aber letztendlich der Abtarnung von der feldgrauen Uniform und ist da auch tatsächlich sehr oft einfach als Tarnmittel benutzt worden. Oder als Regenschutz halt. Oder als Regenschutz, genau. Oder auch zum Unterlegen, wie auch immer, wofür man halt so eine Plane immer gebrauchen kann. Außerdem, als Gruppenführer habe ich ein Fernglas dabei und das entspricht dann auch der Darstellung im Spiel. Da ist Otto Degen auch mit dem Feldstecher dargestellt. Und die hat man natürlich selbst erklärend als Gruppenführer, um einfach auf Distanzen auch Feinde aufklären zu können. Du hast nur eine Patronentasche am Kostüm. Woran liegt das? Genau. Auch ein Fakt, den ich so nicht auf dem Schirm hatte, den uns dann unsere militärischen Berater vor Ort erklärt haben oder beziehungsweise durch die Vorabrecherche rausbekommen haben. Es gab bis zuletzt zu wenig Munition und zu wenig Magazine. Und das hat keinen Sinn, wenn jeder Soldat pro Waffe 3 Magazine ausgegeben bekommt. 1 in der Waffe, 2 in der Tasche, dass man einfach 2 Taschen ausgibt. Das hat halt keinen Sinn. Genau. Und deshalb nur eine. Außerdem, Otto Degen ist Unteroffizier und hat damit auch noch eine Seitenwaffe. Und das ist die P38. Und allein schon aus dem Grund passt die andere Tasche halt nicht auf die linke Seite. Und das ist dann hier die P38, beziehungsweise die wir immer verwenden. Und das ist halt super angenehm, weil das ist eine Gasblowback-Software. Das heißt, dass bei jedem Schuss der Verschluss repetiert. Und dann muss Ludwig nur noch am PC eine ausgeworfene Hülse animieren und einen Mündungsfeuerblitz und dann sieht das sehr gut aus. Genau. Gas ist sehr einfach. Gas ist sehr ungefährlich. Und Gas ist natürlich auch waffenrechtlich irrelevant, beziehungsweise die Software ist die Art von Requisiten und nicht so laut. Also es hat eigentlich nur Vorteile. Hier halte ich den Verschlussfanghebel unten und kann quasi, wenn ich das wollte, direkt in die Kamera reinschießen. Oder halt jemandem relativ nah irgendwo. Auch schon öfters zu sehen. Stimmt. Ja. Stimmt. Genau, das ist Ottos P38. Screen used, ja, genau. Du trägst als Otto Degen einen Brotbeutel, eine relativ authentische Reproduktion. Dazu kommt extra Munition in den Brotbeutel, persönliche Gegenstände und auch andere Dinge, wie ihr in Folge 11 sehen könnt. Dazu muss man sagen, man hätte auch noch andere Dinge dran tun können an die Uniform oder wiederum weglassen können. Man sieht auch manchmal einfach, dass die gar keinen Koppel anhatten und dann Granaten und Munition in den Taschen vom Waffenrock oder beziehungsweise sich halt irgendwo verstaut haben und halt gar keine Ausrüstung dabei hatten. Oder halt nur Koppel und Brotbeutel, mehr nicht. Genau, also da ist man, ich sag mal, so wie man damit am besten zurechtkommt, beziehungsweise wird es Otto Degen in der Situation einfach seiner Gruppe angeordnet haben, weil die sind dann uniform unterwegs und haben alle den gleichen Ausrüstungsstand dran. Bis auf, wie gesagt, die Pistole, die Otto Degen als Unteroffizier hat und den Feldstecher. Dann hier noch die dritte Bewaffnung. Das ist die M43 Stielhandgranate, die in Abgrenzung zu der M24, wo man hier unten den Deckel abschraubt, einfach wie bei der Eihandgranate 39 hier oben das Teil rausschraubt. Da wäre jetzt hier ein Faden dran und dann würde ich abziehen und würde die Granate ganz normal werfen wie die M24. Und kleiner Funfact an der Stelle,
Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Folge 7 gesprochen und da ist auch ab und zu mal die Frage gekommen, warum wir den Granatenwurf so unauthentisch dargestellt haben. Das Ding ist tatsächlich original so passiert. Das heißt, ich habe mich verworfen, habe gegen die Mauer geworfen, die Handgranate ist gegen die Tür gefallen und ist dann aber genau um die Ecke gebounced, wo wir sie hinhaben wollten. Ich erinnere mich. Und das war irgendwie so ulkig, dass wir es halt drin gelassen haben. Und das wäre halt auch in echt dann so passiert, aber ja, sieht halt mit der Bande, mit dem Hin und Her, sieht es halt echt ein bisschen witzig aus. Und zur ersten Bewaffnung haben wir hier das StG 44, wie Otto Degen und seine Gruppe als Sturmzug der Volksgrenadiere in Folge 11 tragen, um die Feuerkraft zu erhöhen. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. In dem speziellen Fall als Software, auch wieder ungefährlich einfach. Und alles, was sich dann hier an der Waffe im Film bewegt, wird auch animiert. Sehr ikonische Waffe. Der erste geglückte Versuch, ein relativ großes, eine relativ kräftige Patrone in einem Gewehr zu verbauen, das automatische Feuerstöße abgeben kann. Warum ist nicht das FG42 das erste Sturmgewehr? Ja, weil man hier einfach auch das allererste Mal eine Mittelpatrone verwendet hat. Und übrigens hat die AK-47 nichts kopiert, außer vielleicht das gebogene Stangenmagazin. Die Technik der Waffe funktioniert einfach grundsätzlich anders. Sie sehen aber trotzdem sehr ähnlich aus. Ist doch auch ein Gaslader, oder? Wie die AK-47. Ich denke mal hier. Aber beim StG 44 hat man die Verschlussfeder, die noch mit in den Schaft reinführt. Und auch das Zerlegeprinzip ist komplett anders. Also wer die AK-47 kennt, der weiß, dass man oben die Staubschutzklappe abmacht und dann innerhalb von 2 Handgriffen eigentlich schon die komplette Waffe zerlegt hat, beziehungsweise die Funktionsteile aus der Waffe rausgeholt hat. Und hier ist es tatsächlich wie, wer das G3 kennt oder die MP5, ja eigentlich ein sehr deutsches Prinzip, eine Waffe zu zerlegen. Man würde jetzt hier den Stift rausziehen und dann könnte man den Pistolengriff bzw. das untere Teil könnte man abklappen und ja, im Prinzip genau wie beim G3 halt. Okay, cool. Und zu guter Letzt kommen wir zum Schuhwerk. Und zwar haben wir hier typischen Fall der Schnürstiefel, beschlagen mit Eisennägel, was sehr unangenehm ist im Winter, weil die Wärme einfach rausziehen oder die Kälte reinlassen. Markiert mit unseren ganzen Beschriftungen, Bezeichnungen aus dem Lager. Und dazu die dazugehörigen Gamaschen. Und ja, die Gamaschen ist ja auch selbsterklärend. Es soll kein Dreck reinkommen. Und ja, was ich aber hier ganz interessant finde, da sind wir auch mal am Set von Folge 10 sind wir darauf hingewiesen worden, dass die Schuhe genauso geschnürt wurden, um es dann einfach im Fall der Fälle dem Sanitäter es einfacher zu machen, den Schuh mit einer Schere hier dran lang aufzuschneiden. Oder mit einem Messer. Weil ihr wisst, was ich meine normalerweise. Also ich schnüre meine Schuhe zum Beispiel immer so über Kreuz. Und so waren die auch vorher geschnürt, bis uns das dann Hannes am Set erklärt hat, dass die so geschnürt werden sollten. Ja, die Schuhe sind jetzt mittlerweile auch zum Glück, muss ich wirklich sagen an der Stelle, sehr gut eingelaufen. Es ist einfach außerordentlich unangenehm am Anfang gewesen. Und ja, typisch deutsche Uniform, eine amerikanische oder eine russische Uniform, die trägt sich sehr viel leichter, sehr viel angenehmer. Und das deutsche Zeug ist halt, jeder, der das schon mal getragen hat, ist halt sehr kratzig. Es ist im Sommer zu dick, im Winter zu dünn. Schuhe sind viel zu unbequem tatsächlich. Und wichtig wäre vielleicht bei den Gamaschen, dass wir die auch richtig rumtragen und nicht nach innen, dass die aneinander ripsen, sondern nach außen. Passiert aber ja, den meisten. Also die fässt man mindestens 2-mal an beim Anziehen. Ja, weiß auch nicht, warum das oder woran das liegt. Ja, dann wären wir jetzt soweit durch mit der Erklärung von den Klamotten, die Otto Degen in der 11. Folge und speziell an der Stelle, wo er den Spähtrupp anführt, trägt. Und das ist auch genau die Ausrüstung und die Uniform, die Otto Degen in Men of War 2 trägt. Also genau, insofern, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Schauen der 11. Folge und beim Spielen von Men of War 2. Also ich habe als Otto Degen sehr gern gespielt. Wir beide verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.